Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda News. In diesem Video dreht sich alles um unseren nagelneuen Mazda CX-6e. Das ist unser neuester vollelektrischer SUV, der in Zukunft kommen wird. Und wenn ihr dieses Auto noch nicht kennt oder irgendwas davon gehört habt, dann seid ihr ganz genau richtig hier in diesem Video, denn ich stelle euch natürlich einige Fotos vom Fahrzeug schon mal vor. Wir gucken uns die ersten technischen Daten an und die ganzen Raffinessen, die dieses Auto beinhalten wird. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, werde ich euch in diesem Video mal mit den neuesten Informationen versorgen, und zwar zu unserem funkelnagelneuen Mazda CX-6e. Und wahrscheinlich werden die meisten unter euch jetzt diesen Namen noch nicht kennen oder vielleicht sogar mit dem CX-60 verwechseln. Nein, es ist tatsächlich also ein komplett neues Fahrzeug. Ich blende euch auch gleich mal ein Bild ein, bevor ihr vor lauter Spannung platzt. Hier seht ihr es also, ein komplett neues Modell von Mazda, ein neuer SUV, der eben voll elektrisch sein wird. Wir hatten euch auch schon bei unserem letzten Video zum Mazda 6e angeteasert, dass wir hier zu diesem Auto ein Video für euch erstellen werden mit allen Informationen, Details, die wir bisher schon haben. Und da muss ich gleich mal ein bisschen einhaken, denn genau wie bei dem Mazda 6e damals, wo wir euch die ersten Videos hochgeladen haben, ist es auch bei diesem Fahrzeug im Moment noch nicht 100% sicher, ob wir dieses Auto auch wirklich in Europa bzw. in Deutschland bekommen werden. Denn dieses Auto wurde vor kurzem erst für China vorgestellt, auch auf einer Messe vorgestellt. Also es wird definitiv dort kommen. Und wir haben auch schon so ein bisschen im Flurfunk und in der Presse lesen können, dass es wohl auch nach Europa kommt. Das wäre natürlich eine richtig coole Sache. Deswegen sind diese Informationen, die wir euch heute hier vorstellen, natürlich irgendwo ein Summarium aus verschiedensten Quellen, die wir zusammengesucht haben, häufig chinesische Quellen, ausländische Quellen, und euch hier eben mit Bildern und Informationen zu versorgen, die aber natürlich auch noch unter Vorbehalt zu verstehen sind. Das heißt, hier kann es wie beim Mazda 6 damals auch noch zu technischen Veränderungen kommen. Wir wussten oder beziehungsweise wir können jetzt mittlerweile sagen, dass die technischen Veränderungen aber sehr gering waren. Also gehen wir auch davon aus, dass die Informationen heute jetzt nicht so weit daneben liegen werden. Und wir steigen natürlich auch gleich mal mit einer Präsentation ein. Das heißt, wir wollen natürlich zusammen mit euch auch mal das Auto anschauen. Und mich interessiert natürlich auch, was ihr dann eben zu dem Design denkt, ob es euch denn gefällt, ob hier Mazda einen guten Wurf gelandet habt. Und deswegen steigen wir doch gleich mal ein und gucken uns mal die ersten Bilder an. Das Bild habt ihr gerade schon ganz groß gesehen, deswegen blätter ich mal weiter. Hier sehen wir schon mal die erste Heckansicht. Und was mir da auffällt, ist, dass wir hier schon mal eine neue Farbe haben. Ihr seht, das ist also so ein lila Ton, ein richtig tief dunkles Lila. Finde ich sehr gewagt, aber mir könnte das tatsächlich gefallen. Auf diesem Fahrzeug mit diesen wahnsinnig glatten Linien schaut das wirklich sehr, sehr gut aus. Und das Erste, was ich bei der Heckansicht gedacht habe, das war irgendwie so ein bisschen Gefühl von Land Rover und Porsche, so in Kombination. Ihr könnt ja mal so ein bisschen schreiben, was ihr denkt, wenn ihr die Ansicht seht. Ich finde es auf jeden Fall richtig scharf vom Heck her, auch gerade mit diesen sehr, sehr schmal gezeichneten Rücklichtern. Wir haben auch den neuen Schriftzug, den wir schon auf dem Mazda 6e gesehen haben, hier in dem Fahrzeug. Und unten sieht man auch abgesetzt die Stoßstange, also anscheinend haben wir hier auch eine relativ großzügige Zweifarbigkeit, genauso wie auch die Seitenverkleidungen, aber das sehen wir nachher auf den weiteren Fotos dann noch ein bisschen besser. Hier jetzt nochmal ein Blick von vorne, das wirkt jetzt natürlich wahrscheinlich durch den Kamerawinkel ein wenig gequetscht. Hier sieht man aber auch wirklich sehr, sehr glatte Stoßstangenformen, sehr scharf gezeichnet, aber lasst uns da vielleicht nachher noch mal ein bisschen größeres Bild anschauen. Hier jetzt natürlich auch schon mal das erste Highlight von innen. Schaut euch mal diesen mega Bildschirm da an. Sowas habe ich, glaube ich, in einem normalen Pkw noch nicht gesehen. Also wir haben wirklich einen Bildschirm, der reicht also von der Mitte bis komplett zum Ende der Beifahrerseite. Aber auch hier werden wir uns das Ganze im Detail dann gleich nochmal anschauen. Das ist jetzt sozusagen erstmal das erste Appetithäppchen für euch. Ja, hier nochmal etwas besser zu sehen, die Außenansicht. Wir arbeiten uns vielleicht mal von links nach rechts so ein bisschen durch. Und bei der Typbezeichnung, dann fällt vielleicht schon vielen auf, dass ich jetzt hier sage CX-6e, jetzt steht da was von EZ60. Das war tatsächlich bei Mazda 6e auch schon der Fall. Da nennt man das Fahrzeug eben EZ6. Hier nennt es sich eben EZ60. Und hier wird das Ganze dann in Deutschland wahrscheinlich CX-6e heißen, denn Mazda hat sich diesen Namen tatsächlich auch schon namensrechtlich schützen lassen vor einiger Zeit. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das Auto dann auch diesen Namen bekommen. Und wir sehen hier vorne schon mal einen
ich nenne es jetzt mal ein Wing, also ein Kühlergrill, will man heute nicht wirklich mehr sagen. Der scheint also beleuchtet zu sein. Wir haben hier sehr, sehr schmale Scheinwerfer und hier unten eben nochmal abgesetzt weitere Scheinwerfer, also eine Zwei-Scheinwerfer-Technologie. Hier dann nochmal diese schwarz glänzenden Elemente an der Seite, die ja bisher bei vielen Modellen auch in Kunststoffschwarz gehalten sind. Schaut also deutlich sportlicher aus. Und an der Seite diese typische Sicke in der Tür oder wie man sowas nennen mag, auch ähnlich wie vom Mazda 6. Und auch hier das alles anscheinend schwarz abgesetzt, also schaut richtig, richtig schick aus. Und schaut euch mal die Spiegel an, die werden wir uns nachher auch mal im Detail angucken. Das schaut doch wirklich so aus, als wenn hier keine normalen Spiegel mehr verbaut sind, sondern wirklich Kameraspiegel. Felgen schauen hier schon ziemlich groß aus. Dann denkt man sich manchmal, ja, das wird wahrscheinlich nur so ein Prototyp sein. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, da sind richtig fette Schlappen drauf, wie man so schön sagt. Also da hat Mazda sich nicht lumpen lassen. Wir gucken gleich nochmal weiter. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr. Hier nochmal die Frontansicht. Ich finde so die Scheinwerfer, das erinnert mich so ein bisschen an so ein amerikanisches Muscle Car. Auch da könnt ihr gerne mal so schreiben, wie ihr das findet. Richtig böse schaut das aus. Und ja, freue mich auch drauf, wenn ich das Auto dann das erste Mal live sehen kann. Ich glaube, das wird wirklich ein richtiger Hingucker, das Fahrzeug auf der Straße. So, hier nochmal vom Heck her ein etwas besseres Bild, wo man sich das Heck ein bisschen besser vorstellen kann, etwas besser ausgeleuchtet. Große Heckklappe natürlich, hier steht es auch nochmal EZ60. Ich glaube, das hat man gerade schon gesehen, können wir dann schon mal weiter gucken. Hier nochmal die Möglichkeit, auch ins Fahrzeug reinzuschauen. Es gibt tatsächlich in China schon einen, ich nenne es jetzt mal Konfigurator, und den wollen wir uns jetzt eben auch zusammen mal anschauen. Dann ist es, glaube ich, einfacher, als wenn wir uns jetzt hier einzelne Bilder angucken. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf diesen Link. Den stellen wir euch natürlich auch gerne zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt zu Hause natürlich auch hier gerne ein bisschen rumscrollen und schauen. Klickt dann am besten unten einfach in die Videobeschreibung rein. Wir sehen jetzt hier erstmal natürlich den Fahrer oder die Fahreransicht. Und wir hatten ja gerade schon die Spiegel gesehen, dass die also sehr, sehr schmal sind. Deswegen werfe ich jetzt gerade mal so ein bisschen einen Blick nach links von der Fahrerseite aus. Und ihr seht, wir haben gar keine richtigen Spiegel mehr, sondern Displays in den Seiten, sowohl links als auch rechts, wo dann das Kamerabild von den Spiegeln angezeigt wird. Lenkrad sehr, sehr ähnlich wie beim Mazda 6e, unten abgeflacht, gefällt mir immer sehr gut, schaut sehr schön sportlich aus, Zweifarbigkeit hier auch anscheinend. Und hier seht ihr nochmal dieses riesige Display, sind insgesamt knapp 26,5 Zoll, also wirklich ein riesen Teil. Und man kann hier wohl auch schon erkennen, und in einigen Videos habe ich es auch schon gesehen, dass man das in so einer Art Splitscreen-Modus auch anzeigen lassen kann, sodass der Beifahrer im Endeffekt sich dann irgendwelche anderen Sachen anzeigen lassen kann. Hier vorne entfällt anscheinend eine Art klassisches Tacho-Display, was wir im Mazda 6e noch hatten. Ich konnte bisher auch nicht erkennen, dass da irgendwas angezeigt wird, also es ist wirklich nur noch ein Deko-Element. Wir gucken uns mal das Lenkrad etwas näher an. Hier habt ihr also nicht nur typische Tasten, sondern es ist mehr so Touch-Funktionen. Man sieht hier links auch so eine Art Favoriten-Tasten, wo man sich dann wohl wahrscheinlich bestimmte Dinge individuell ablegen kann. Tempomat, 360-Grad-Kamera könnte das sein, vielleicht eine Lenkradheizung hier, und auf der rechten Seite dann eben Sprachbedienung, Menüs und natürlich wahrscheinlich Lautstärke, Titelwahl und so weiter. Und wenn wir so ein bisschen weiter gucken, man schaut ja immer so nach unten, ob man hier irgendwo so einen Wahlhebel hat. Hier hat man sich also für eine Lenkradschaltung, wenn man so Schaltung sagen will, entschieden. Und auf der linken Seite haben wir dann wahrscheinlich die Lichtfunktionen und Wischerfunktionen. So, ein Blick nach rechts zeigt uns jetzt hier unten, dass wir also genau wie beim Mazda 6e auch keinerlei Klimabedienelemente haben, denn das meiste wird bei diesem Auto dann auch entweder über Sprache zu bedienen sein oder natürlich hier über das große Display, sodass man sich dann eben alles einstellen kann. Und ich kann es auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, wir werden hier also auch eine Mehrzonen-Klimaautomatik haben. Wir werden also linke, rechte Zone haben und hinten kann man auch eine Temperatur einstellen, die allerdings dann mit vorne gekoppelt ist. Wir werfen natürlich auch gleich mal noch einen Blick nach oben und da seht ihr schon hier, wir haben ein riesiges Panoramadach, was wir auch schon beim Mazda 6e haben. Besonderheit hier bei dem Panoramadach ist, dass man auch ein elektrisches Rollo hat, das man hier verdunkeln kann, sich eben nicht von der Mitte aus verteilt, sondern von hinten. Hier hat man anscheinend dann ein bisschen mehr Platz gehabt. Wenn ich jetzt hier oben so ein bisschen durchschaue, für mich ist aber auch ein guter Klang im Auto wichtig und da sind mir schon mal so ein paar Besonderheiten aufgefallen. Ihr seht es vielleicht hier oben, haben wir also sogar Lautsprecher integriert und wenn ich hier hinten so ein bisschen ranzoome, da sind auch nochmal Lautsprecher und ihr seht auch in den Kopfstützen so Perforierungen, Öffnungen, das kennen wir schon vom MX-5 teilweise, vom Bose Soundsystem.
Hier haben wir also auch nochmal Lautsprecher in den Kopfstützen drin. Und ja, ansonsten schauen wir uns auch gerne mal die Türen ein bisschen näher an. Besonders auch hier, man hat also, damit man wirklich eine schöne Optik hat, diese Türgriffe nun wegrationalisiert. Es befindet sich hier unten dann eine Taste, mit der man diese Türgriffe auch öffnen kann. Elektrische Fenster, ich denke, das schauen wir uns mal an. Hier eine Mittelkonsole, so eine Art schwebendes Design. Hier oben vielleicht ein Ablagefach oder Cupholder. Hier vorne haben wir dann eine induktive Ladeschale, die auch gekühlt sein wird. Und hier unten drin nochmal ein richtig großes Ablagefach, wo man da eben auch USB-Geräte anschließen kann. Mittelarmlehne ähnlich wie bei unseren bisherigen Modellen, wahrscheinlich so ein Klappmechanismus, wo man das öffnen kann. Und ich hätte gesagt, wir schauen mal hier etwas auf die Rückbank. Ja, gucken wir einfach mal so ein bisschen rum. Ich hatte ja diese Klimaanlage und so weiter schon angesprochen. Hier wird dann also ein Display sein, bei der ihr dann die Temperatur steuern könnt und außerdem auch das Rollo, die Verschattung und wenn ich es richtig erkannt habe, auch Sitzbelüftung und Sitzheizung. Ihr seht jetzt hier, weil wir gerade schon bei den Sitzen sind, übrigens eine lila Farbausstattung. Keine Ahnung, ob das nach Deutschland kommen wird. Es gibt jetzt da in diesem Konfigurator auch nochmal eine weiße Ausstattung. Ihr seht schon hier an der Seite, es ist dann eher so ein bisschen grau gehalten, so wie man es heute teilweise auch von den meisten Elektrofahrzeugen kennt, so ein bisschen loftiges Design. Das Lila ist sicherlich gewagt, aber wird sicherlich auch seine Fans finden. Ansonsten die Rückbank, klassische Zweiteilung, also 2/3, 1/3, also umklappbar. Und hier hinten, ja, kann man es, glaube ich, nichts weiter Besonderes noch erkennen. Wir gucken mal auch noch in den Kofferraum rein. Das geht, glaube ich, hier in diesem Konfigurator auch. Hier seht ihr mal den Kofferraum vom Fahrzeug. Ja, wir haben ein Volumen von ungefähr 450 Liter. Schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Hier wird es ein Rollo wahrscheinlich geben. Diese Nupsi da ist vielleicht für Tüten zum Einhängen. Bei Mazda 6e hatten wir hier einen Subwoofer drin. Der wird bei dem Auto allerdings hier unten im Fußboden integriert sein. Und durch das Umklappen, das können wir uns ja mal so ein bisschen anschauen, schaut sehr, sehr flach aus, dass man hier auch wirklich mal richtig was einladen kann. Was ich euch übrigens auch noch so als Tipp mitgeben kann, ihr könnt hier unten auch in diesem Konfigurator einfach draufdrücken, dann seht ihr auch nochmal eine Ansicht von außen, wenn ihr euch das ein bisschen mehr in Ruhe anschauen wollt. Und ist zwar ein bisschen hier, ich sag mal, in einzelnen Steps, aber so kann man sich das auch nochmal angucken. Und ein kleiner Tipp auch noch hier ist ein echtes Video von dem Fahrzeug. Ich habe kein Wort verstanden, aber da präsentiert einer wirklich auch im Innenraum alles nochmal so ein bisschen. Und wenn man mehr die Bilder anschaut und weniger die Sprache, kann man sich tatsächlich das Auto nochmal ein bisschen besser vorstellen, als jetzt zum Beispiel hier nur auf diesen Bildern. Wir gehen mal zurück zu unserer Präsentation und gucken noch ein bisschen weiter. Ich habe hier auch schon mal die allerersten technischen Informationen für euch, in Klammern natürlich unter Vorbehalt, aber ich denke an den Maßen zum Beispiel, da wird sich nicht viel ändern. Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug mit 4,85 Meter Länge, also schon ein stolzes Fahrzeug, das also hier eine relativ hohe Länge hat. Breit wird er 1,93 Meter sein, der Wert wird sicherlich dann ohne Spiegel sein und 1,62 Meter hoch. Von der Länge orientieren wir uns hier ungefähr so am CX-60 bei Mazda, da sind wir schon relativ nah dran. Der CX-80 ist nochmal ein Stückchen länger. Von der Gewichtsverteilung haben wir gelesen, dass wir ungefähr bei 47:53 liegen werden. Das heißt also ganz leicht heckbetont, passt aber auch ganz gut dazu, denn wir werden sehen, dass das Auto so einen Heckantrieb hat. Aber grundsätzlich haben wir hier so eine sehr homogene Gewichtsverteilung, was dann eben auch für ein sehr gutmütiges Fahrverhalten stehen wird. Wir haben ein Fahrzeug, das rein als Elektrofahrzeug hier wahrscheinlich nach Europa kommen wird. In anderen Ländern wird er auch teilweise als Plug-in angeboten, hier aber wahrscheinlich eben nur als Elektro. Dann habe ich euch natürlich noch mal ein paar Highlights hier hingeschrieben. Da werden wir gleich noch mal im Detail ein bisschen eingehen. Wir werden in dem Auto also eine Sprach-, Touch- und Gestensteuerung haben und sogar einen eigenen KI-Assistenten, also künstliche Intelligenz, so ähnlich wie ihr das von anderen Assistenten kennt, wie zum Beispiel eben Alexa oder aber Siri und die anderen, wie sie alle heißen. Es wird wohl auch möglich sein, das Auto eben automatisiert zu parken, auch von außerhalb, sodass man ihn aus einer engen Parklücke rausparken könnte, um dann bequemer einsteigen zu können. Wäre ich natürlich auch gespannt, ob das nach Deutschland kommt. Wir haben dieses riesige Display mit knapp 26,5 Zoll, 21 Zoll Felgen mit 255er Bereifung. Das sagt ja gerade schon richtig schicke Felgen und das eben schon ab Werk. Ein richtig schönes Soundsystem mit 23 Lautsprechern. Dolby Atmos ist dann sozusagen der Standard, der da erfüllt werden kann. Wir haben statt normalen Seitenspiegeln eben diese Kameras, ein riesiges Head-Up-Display mit ganz vielen Funktionen, schauen wir uns noch näher an. Und das Panoramadach hatten wir gerade ja auch schon gesehen.
Dann natürlich auch wichtig so von der Reichweite, da gucken wir uns gleich nochmal ein paar Details mehr an, werden im Moment so, je nachdem wie man das testet, zwischen 475 und 600 Kilometer angegeben. Deswegen schauen wir gleich mal ein bisschen tiefer in diesen Bereich rein. Also bei dem Motor, da gibt es leider sehr viele verschiedene Angaben. Wir orientieren uns da so ein bisschen am Mazda 6e, der wahrscheinlich auf der gleichen Plattform existiert oder basiert und daher wahrscheinlich auch den gleichen Elektromotor besitzen wird. Wir reden also ungefähr über 190 kW. Es gab auch Angaben mit 160 kW, also irgendwo in dieser Range wird sich das befinden. Bei den Newtonmetern war man sich da relativ einig mit ungefähr 320. Das deckt sich dann auch mit den Werten vom Mazda 6e. Im Moment sind unsere Informationen, dass das Fahrzeug auch als Fahrzeug mit Heckantrieb angeboten wird. Ein Allrad war bisher nicht im Gespräch. Von der Batterie haben wir auch meistens immer so um die 80 Kilowattstunden gelesen. Es gibt bei Mazda 6 noch eine etwas kleinere Version mit um die 68 Kilowattstunden. Hier bin ich mir nicht sicher, ob man das bei diesem SUV noch einbauen wird, weil man natürlich auch durch den höheren Roll- und Luftwiderstand eine etwas geringere Reichweite erzielt und dann wahrscheinlich den größeren Akku nehmen wird. Jetzt gibt es hier zwei eher gesagt Reichweitenangaben. Es gibt so einen chinesischen Fahrzyklus, der allerdings nicht ganz so realitätsnah ist, wenn man das so möchte. Das heißt, hier würde man auf ungefähr Werte von 600 Kilometern kommen und nach dem typischen, doch relativ strengen WLTP-Standard aus Europa werden es dann ungefähr 475 Kilometer sein. Das ist natürlich schon mal eine ordentliche Fahrleistung für ein Fahrzeug in dieser Klasse. Energieverbrauch wird sich dann wahrscheinlich irgendwo um die 18,5, 18,6 Kilowattstunden einpendeln. Damit liegt das Auto dann auch ganz normal in dem Segment in dieser Klasse. Höchstgeschwindigkeit gibt es nicht viele Informationen dazu. Wir gehen davon aus, dass das Auto auf 175 km/h wie der Mazda 6e begrenzt ist. Beschleunigungswerte wurden uns ungefähr von 7,9 Sekunden bisher genannt, also knapp langsamer als das vergleichbare Fahrzeug beim Mazda 6e. Ich habe hier nochmal so ein paar Details, die vielleicht vorhin durch die Bilder gar nicht so gut zu sehen waren. Und zwar haben wir vorne doch was ganz Besonderes an der Nase. Wenn ihr euch mal anschaut, das soll durch diesen Dampf oder was das sein soll, auch signalisiert werden. Das heißt, wir haben hier so eine Art Spoiler vorne. Dadurch soll wahrscheinlich der Anpressdruck oder auch die Aerodynamik optimiert werden. Das heißt, also, es gibt tatsächlich einen Durchlass zwischen dem Kühlergrill und der Motorhaube. Und wenn man sich das dann im Detail auch im Video mal so ein bisschen näher anschaut, das sah richtig schön sportlich und aggressiv aus. Und auf jeden Fall mal eine Besonderheit, die man so auf dem Markt, glaube ich, nirgendwo findet. Hier nochmal ein paar Details aus dem Innenraum. Ich hatte ja schon einiges gesagt. Hier seht ihr mal eine Nachtansicht vom Fahrzeug. Das heißt nochmal dieses Display in Lebensgröße, diese Spiegel, die dann natürlich jetzt hier auch abgedimmt angezeigt werden nachts. Ihr seht auch eine Ambiente-Beleuchtung. Also ich sehe hier jetzt schon mal so eine Art angedeutete Beleuchtung. Hier unten auch. Bei Mazda 6e konnte man die in verschiedensten Farben einstellen. Die konnte auch pulsieren. Ich vermute, dass hier auch die gleiche Technologie integriert wird. Etwas, was ich bisher noch nicht genau erkennen konnte, ist dieses Deko-Element hier, was ihr seht. Das wirkt hier leicht beleuchtet, illuminiert und hat für mich auch dann bei Tagesansicht eine ganz leicht andere Farbe. Das könnte also durchaus sein, dass das noch so ganz dezent beleuchtet ist. Hier jetzt nochmal die Tagesansicht, dann sind natürlich die Spiegel auch im Tagmodus. Und ja, gucken wir einfach noch mal ein bisschen weiter. Hier seht ihr noch mal so eine Detailaufnahme von dem Außenspiegel, wie das gestaltet ist, wie das dann später ausschauen wird. Bin ich natürlich auch drauf gespannt. So ein Fahrzeug mit Digitalspiegel, muss ich zugestehen, bin ich auch noch nicht gefahren. Ja, hier nochmal von außen. Ihr seht hier unten eine Kamera. Die ist allerdings dann für das Parksystem, also für die 360-Grad-Rundumsicht entscheidend. Diese Kamera selber vom Spiegel befindet sich natürlich dann hier drin. Es ist auch ein Blinker integriert und einklappbar ist er natürlich auch. Das sieht man hier an diesem Mechanismus. Hier nochmal das Panoramadach als einzelnes Element. Besonderheit, wie gesagt, hier ist dieses elektrische Rollo. Und bei Mazda 6e ist es in der Mitte getrennt und das Rollo faltet sich praktisch in beide Richtungen auf. Hier eben von hinten rollt es sich nach vorne auf. Hier habe ich noch mal ein paar Informationen für euch zum Head-Up-Display. Das ist beim Mazda 6e auch schon wirklich sehr, sehr hochwertig gewesen. Ich glaube, dass es hier tatsächlich noch mal ein bisschen größer mit mehr Funktionen versehen sein wird. Man sagt, es wäre sozusagen das erste Naked Eye 3D Head-Up-Display. Naked Eye heißt also, dass ihr wirklich einen 3D-Effekt seht, ohne irgendwelche besonderen Brillen zu tragen. Die Projektionen sollen dann ungefähr 2,50 Meter auf der Straße entsprechen. Also wenn ihr praktisch von der Fahrerseite schaut, wird das dann eben entsprechend 2,50 Meter auf der Straße breit sein.
Und es wird auch etwas gesagt, dass es hier wohl auch um eine Art Tracking gehen wird, wie Blick- und Augenverfolgung. Es könnte natürlich sein, dass dann das Head-Up-Display praktisch mit eurem Blick mitwandert. Viel habe ich dazu noch nicht gelesen und gehört. Es soll eben auch möglich sein, dass sich dieses Head-Up-Display und diese Anzeige am Verkehr orientieren, dass dann eben praktisch diese Pfeile irgendwie so in die richtige Richtung zeigen, wie auch die Straße fährt oder den Verkehr mit einbeziehen. Das wird also auch hier wahrscheinlich schon in die erste Richtung Augmented Reality gehen. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sogar dieses Head-Up-Display irgendwie zum Fernsehschauen, also Videoschauen zu nutzen. Kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Ich würde jetzt eher den großen Display in der Mitte nutzen, glaube ich. Aber es geht wohl anscheinend auch das Head-Up-Display. Hier noch ein paar Informationen zu den Sitzen. Ich glaube, das konnte man vorhin gar nicht so recht sehen. Und das ist tatsächlich auch so ein Feature, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das nach Deutschland kommen wird. Denn wir hatten bei dem Mazda 6e auch schon so eine Art Relax-Sessel, den man fast schon zum Liegen bringen konnte, der es aber leider nicht nach Europa geschafft hat. Vielleicht aus irgendwelchen Sicherheitsregularien oder mangels Nachfrage oder warum auch immer. Und ihr seht schon hier bei diesem Modell hat man hier schon eine Art Fußstütze, wie man es vielleicht von einem Relax-Sessel zu Hause kennt. Und man hat auch hier eine Massagefunktion dabei mit insgesamt 8 verschiedenen Funktionsmöglichkeiten. Das wäre natürlich richtig cool, wäre auch mal ein Novum, dass Mazda mal den ersten Massagesessel bringt. Ich glaube, die hat bisher noch kein Auto damit. Da wäre ich auf jeden Fall ein Fan davon und die lassen sich wohl auf ca. 120 Grad dann auch noch einstellen, sodass man auch mal ein bequemes Nickerchen im Auto machen könnte. Die Sitzverstellung ist dann 16-fach auf der Fahrerseite und 14-fach auf der Beifahrerseite. Das kann ich mir vorstellen, dass das übernommen wird. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Dann gucken wir natürlich auch nochmal hier ein bisschen im Detail die Sitze an. Hier auch wieder mit dieser lila Kombination, aber ihr habt schon gesehen, es gibt natürlich auch verschiedene andere Farben. Hier sieht man es auch mal ganz gut mit dieser Fußstütze. Ich finde übrigens das Design von den Sitzen wirklich sehr, sehr schick. Das ist schon beim Mazda 6 extrem gut gelungen. Und ich finde auch hier, die schauen richtig schön sportlich und bequem aus. Und auch das Design von der Kopfstütze finde ich richtig schick. Schaut nicht so standardmäßig aus, einfach mal wieder ein bisschen was Moderneres, was Frischeres. Hintere Sitzreihe, durchgehend wird wahrscheinlich auch kein Kardanwellentunnel mehr haben, weil wir haben ja keine Kardanwelle in dem Fahrzeug drin. Das heißt also, man kann dann auch in der Mitte wirklich bequem sitzen. Hier nochmal ein paar Infos für euch zu diesem KI-Assistenten, auch wenn natürlich die Informationen, die wir bisher erhalten haben, sehr rar sind, aber es sollen also insgesamt ca. 1700 Funktionen steuerbar sein, wie man das eben von so einem typischen KI-Assistenten kennt. Man kann ihn fragen, also ich spiele mit dir irgendein Spiel, dann spielt er irgendein Spiel, fragt irgendwelche Wissensfragen. Natürlich Fahrzeugsteuerung wird möglich sein. Wir wissen auch schon vom Mazda 6e, dass wir natürlich nicht nur die Klimaanlage, Fenster und so weiter steuern können, sondern natürlich auch Musik, Navigation und sowas, was man heute eigentlich auch Stand auf der Technik erwartet. Und natürlich irgendwie auch Trinken, Essen, Reisen und solche Sachen sollen dann eben auch möglich sein. Dieser KI-Assistent soll also über einen Sprachbefehl, wie wir es eben kennen, Alexa oder Siri, dann auch steuerbar sein. Also er wird wahrscheinlich einen Namen bekommen. Sind wir mal gespannt, was das dann für ein Anbieter sein wird. Hier noch ein paar Infos zum Soundsystem. Voraussichtlich werden wir hier, wie beim Mazda 6e, auch wieder ein Sony-Soundsystem im Auto besitzen. Bisher war ja Langzeitpartner Bose und durch den Wechsel zu den neuen Elektrofahrzeugen haben wir jetzt eben auch schon wieder mal einen neuen Hersteller im Angebot. Freue mich drauf. Sony ist ja auch wirklich bekannt für hochwertigen Klang und auch schon länger im Segment von Audio-Lautsprechern vorhanden. Hier sieht man so ungefähr mal so die Positionen und auch die Mengen der Lautsprecher. Subwoofer befindet sich dann unten auch im Kofferraumboden drinnen. Apropos Kofferraum, hatten wir gerade ja auch schon besprochen. Hier seht ihr mal erstmal die Heckklappe, wie sie sich öffnet. Wir werden wohl eine elektrische Heckklappe im Fahrzeug bekommen. Das sieht man auch schon in den relativ starken Dämpfersystemen. Und hier seht ihr es nochmal umgeklappt. Ca. 445 Liter im voll aufgeklappten Modus. Und wenn ihr umklappen wollt, dann wahrscheinlich ungefähr 1385 Liter. Jetzt muss man hier auch so ein bisschen aufpassen. Jedes Land misst dieses Volumen ein wenig anders. In Europa hat man sich angewöhnt, solche kleinen Blöcke dann zu verwenden. Das heißt, es kann also sein, dass hier dieses Volumen sich nochmal so ein bisschen verändert. Ich habe auch schon gelesen, dass es eigentlich tatsächlich deutlich größer wirkt als 445 Liter. Da bin ich natürlich auch mal so ein bisschen gespannt, wie hier dann das Auto tatsächlich wirkt, wenn man es sieht. Ist ja doch, wie gesagt, ein relativ großer SUV. Vorne haben wir dann auch einen Kofferraum, der wird ja neudeutsch Frunk genannt. Wir haben dann insgesamt 126 Liter Volumen. Das ist schon richtig viel, dass man da einfach noch mal ein bisschen was reinpacken kann. Nicht nur irgendwelche Ladekabel, sondern wirklich auch mal Einkäufe.
Bei Mazda 6 hatten wir da ungefähr um die 70 Liter, also fast das Doppelte jetzt hier. Finde ich auch richtig klasse und ich finde das auch eine tolle Lösung, einfach vorne ein bisschen was rein zu verstauen und hinten, und so kann man das eben auch schön aufteilen. So, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ein wunderschönes Auto will ich sofort haben und Probe fahren und wo kann ich das machen, dann muss ich euch erstmal ein wenig bremsen. Denn grundsätzlich weiß ich selber noch nicht 100%, ob das Auto wirklich kommen wird. Das ist ja nur eine Vermutung. Wenn es denn kommen wird, gehe ich im Moment davon aus, dass wir irgendwo über vielleicht erstes, zweites Quartal 2026 reden. Ich habe mal so ein bisschen hochgerechnet, im Moment wird das Auto ja schon hergestellt und ausgeliefert. Und auch so ungefähr diese Übergangszeit hatten wir beim Mazda 6e, reden wir mal so mal von einem halben, dreiviertel Jahr circa. Das heißt also, das könnte eventuell passen. Von der Preisrange her ist es ganz schwer, das Auto einzuschätzen. Ich orientiere mich jetzt hier mal so ein bisschen am Mazda 6e. Da liegen wir so ungefähr bei 45.000, 47.000 Euro und zwar mit Vollausstattung schon. Und ich gehe davon aus, dass wir hier aufgrund der Technik und der Fahrzeuggröße ein bisschen höher liegen werden. Das Auto irgendwo im Bereich zwischen 47.000 und 50.000 Euro angeboten wird. Das wäre für so ein Auto mit der Ausstattung, die es bietet, wirklich ein richtig, richtig guter Preis, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht auf dem Markt. Das wäre toll, wenn Mazda das schaffen würde. Und ja, von der Ausstattung sagte ich gerade schon, ich vermute, es wird wieder mit Vollausstattung angeboten. Diese Preispolitik, nenne ich es jetzt einfach mal, eine Ausstattungspolitik hatten wir ja schon beim Mazda 6e und ich glaube, das passt doch zu so einem Fahrzeug. Es gibt wahrscheinlich kaum Kunden, die so ein Auto kaufen und sagen, hey, ich verzichte auf Leder, ich verzichte auf Navi und ich will kein Head-Up-Display und ich will das nicht, sondern man will dann schon auch eine gewisse Ausstattung haben in dem Fahrzeug und das passt meiner Meinung nach sehr gut. Ja, und wenn ihr zu diesem Auto keine weiteren Videos verpassen wollt, dann habe ich jetzt auch einen Tipp für euch. Am besten ihr abonniert gleich mal unseren Kanal. Das ist nämlich absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ich verspreche euch, wenn ich irgendwas Neues weiß, ich lade es hier auf YouTube für euch hoch. Habt ihr zu diesem Video hier irgendwelche Fragen? Packt es wie immer in die Kommentare unten rein. Ich versuche das so schnell wie möglich drauf zu antworten. Aber natürlich kann ich euch keine detaillierten Informationen zu diesem Auto geben, sofern sie mir eben noch nicht vorliegen. Das ist ja alles noch unter Vorbehalt hier, aber ich versuche natürlich mein Möglichstes für euch zu tun. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen bei euch und ich freue mich, dass wir uns dann wieder beim nächsten Video sehen.